Na, ob das schon die Marktrichtung für heute ausmacht oder einfach nur Zweckoptimismus, dass die Märkte vielleicht doch nochmal wieder nach oben kommen. Wir werden das sehen. Aber Manu-chan ist gut drauf. You are in good position for trading today? Yeah, very good. Oh, that's good. Awesome. So, I'm looking forward to see what the market is bringing. Aber bevor ich auf Englisch weitermache, ich werde jetzt mit Shimizu-san, der jetzt gerade hier nämlich eingesteckt wird, was nämlich niemand weiß, er ist gar kein Mensch, er ist ein Android und hier hinten wird jetzt die Energieversorgung angesteckt. Hier, zack. Nein, das ist natürlich nicht richtig. Er wird verkabelt, aber trotzdem versuche ich schon mal was aus ihm rauszuquetschen. Shimizu-san, let us know what is most important for you and the market today. Yeah, very good. Okay. Anyway, today we have just now across the wire, U.S. Retail sales for April down. We're expecting a slight increase, but it's down 0.2% from previous month. Obviously, April we had a plus 1.6, so it's a little bit of reverse, but. U.S. Consumer story is on and off, and it's that we have a little bit of a instability going there. And U.S. Stock futures are currently indicating a little bit lower opening. It was higher in Asia. Somehow European opening time started losing a little bit of momentum here. Here's a story. That bad news is the good news. In the Asian time, we had a deterioration from Chinese economic releases, their retail sales, and everything else that was released today undershot market expectation. And Japanese market went down, but China stock indexes went up. Expectation of Chinese government going to do something about it, and well, they probably will, and they have been doing a lot about it, and the results are as you see. So I don't know, further stimulus from the government, Chinese government, to stabilize their economy. I don't know how much of an effect that will do, but situation is Chinese government need to do something about it because they have a little bit of situation going with the United States, and that might come in a way of bad influence to a Chinese economy. So either they will wait, the effect shows up in the Chinese economy, further burdening their economic stability, or they could do something about it. And one of the things that they were talking about is China will sell U.S. treasuries, not for the retaliation, but to keep their renminbi, their local, the Chinese currency, float. They want stability on their currency. Weakening of Chinese currency is not an interest of the Chinese government because since 2014, capital inflow to China is really stabilized. It's not increasing. So situation is that if the Chinese the currency start losing the value, that might prompt a capital flight out of China. That is most devastating situation. So. At this moment, keep the stability going in the domestic economy for China, and also stable yuan, Chinese currency, is the best interest of the Chinese government, and we'll see how it goes. But they have a little bit of a situation there, and then we'll see how the thing's going to turn out in the next 2 to 3 weeks, when exactly the 25% would hit actual market, materialize. The damage, we'll see how it goes. But they still have a couple weeks to go. So have a good trading. Thanks a lot. ありがとうございました。 Good position. Er hat hier die Manu-chan aufs Korn genommen, die sich immer nicht dazu hinreißen lässt, hier eine intensive Aussage zu fällen, sondern sagt immer nur, es ist alles gut oder es ist alles schlecht. Naja, meistens sagt sie ja, dass es gut ist. Aber was Shimizu-san gesagt hat, das hat Hand und Fuß. Ich werde das kurz nochmal übersetzen. China kommt ja mit Daten raus, eben gerade amerikanische Daten, durchaus schlechter, aber gar nicht so schlecht wie unter Umständen erwartet. Aber trotz alledem, die chinesischen Daten, da hat er noch länger drüber gesprochen, die sind ja nicht besonders toll aktuell, aber China tut etwas. China hat das Interesse, etwas zu tun. China muss etwas tun und es macht es auch. Unter anderem auch die Staatsanleihen, US-amerikanische Staatsanleihen verkaufen. Und zwar nicht so sehr, um den Yuan zu schwächen, also die chinesische Währung, den Renminbi, sondern um ihn stabil zu halten, um einfach zu sagen, hey, das stört uns jetzt nicht ganz so sehr. China muss was tun, China macht also was. Ob das jetzt schon reichen wird, das werden wir sehen. Es kann sein, dass da noch mehr Aktion folgen muss, aber es ist zumindest mal erstmal etwas,
um die Situation einigermaßen stabil zu halten. Wie gut das gelingt, werden wir sehen. Wir haben ja noch 14 Tage Zeit, sagt er eben auch, bis dann das wirklich erst einschlägt, bis dann die Waren dann auch tatsächlich in Amerika sind. Das wird ja noch alles geschippt. Man kann es natürlich jetzt schon absehen, aber bis es dann tatsächlich ankommt, bis dahin ist dann ja noch ein bisschen Zeit im Lande. Wir können sehen, wie bis dahin vielleicht die beiden Staatslenker noch aufeinander zugehen, ob sie da noch zueinander finden. Lassen wir uns da mal überraschen. Für den Markt heute kann man nur sagen, so richtig Stärke ist noch nicht zu sehen. Die Eröffnung, meinte Shimizu-san eben auch, wird etwas schwächer indiziert. Asien war ja gar nicht so übel, insbesondere die chinesischen Märkte, Hongkong, Shanghai waren gar nicht so übel. Der Nikkei war einigermaßen verhalten positiv, also auch nicht schlecht, aber nicht ganz so dramatisch. Aber wir haben es ja gesehen, der DAX, der hat erstmal gesagt, wir geben mal ab, und auch der amerikanische Markt wackelt, wenn man die Futures vorab schon mal gesehen hat, eher so auf der Abwärtsseite. Aber da liegt ein klein bisschen eine Hoffnung, das sage ich als Charttechniker, denn wir wissen, wenn es wackelig runterkommt, dann haben wir eine Chance, wenn es dann nach oben ausbricht, dass es dann auch zügig passiert. Jetzt ist das Doofe, dass es nicht so richtig zügig vorangegangen, nach oben gegangen ist. Also wenn man auf den Stundenchart, 15-Minuten-Chart guckt, dann ist all das, was wir zuletzt vom letzten Tief ausgehend jetzt nach oben hatten, auch eher harmlos zu bewerten, und wir sollten da nicht zu viel erwarten. Trotzdem, augenfällig sind natürlich immer diese Bewegung, und wenn der Markt da mal nach oben ausbricht, dann haben wir zumindest mal ein bisschen eine Chance. So lange bleibt es aber wohl eher auf der Short-Seite. Und bevor das Video zu lang wird, mal einmal schnell das Schlussbild mit Dame und mit Shimizu-san ebenfalls. Also, please stay a little bit longer. So, an alle, alles Gute. Gut. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal. Toi, toi. Toi, toi, toi.